Hallo, grüß euch. Ich möchte euch ganz recht herzlich begrüßen zu unserer QimiQ Weihnachtsbäckerei. Wir sind heute im schönen Salzburg in der Max-Klein-Hauptstraße im Uliner Küchenstudio und an dieser Stelle schon mal recht herzlichen Dank, dass wir diese tolle Location nutzen dürfen für unsere Weihnachts- und Knusperbäckerei. Bevor es losgeht und ich euch sage, was wir alles in unserem Rezept brauchen, werden wir unseren Ofen vorheizen auf 170 Grad Heißluft. QimiQ steht für Einfachheit in der Küche und man möchte es zur Weihnachtszeit gemütlich machen und umso unkomplizierter, umso besser. Aus dem Grund werden wir alle Zutaten, die wir haben, einfach nur in eine Rührschüssel geben, die zu einem geschmeidigen Teig kneten lassen. Denn eins möchte ich 2 Nachten auf alle Fälle haben. Nicht nur eine Keksorte, sondern am besten so viele es geht. Der Teig ist jetzt 5 Minuten lang geknetet worden und ist wunderbar geschmeidig. Wir werden den jetzt in Frischhaltefolie einrollen und für gute 30 Minuten im Kühlschrank rasten lassen. Unser Teig hat jetzt eine gute halbe Stunde im Kühlschrank gerastet. Jetzt rollen wir das Ganze dann aus in einen ca. 2 mm dicken Teig und schneiden uns Quadrate. Sollten nach unserem Rezept 4 x 4 cm sein, aber natürlich umso größer oder umso kleiner ihr das möchtet, das ist ganz euch überlassen. Unser Teig ist jetzt ausgerollt. Schön 2 mm hoch zum Ausstechen. Entweder ihr helft euch mit so einer Palette, damit ihr immer schön gleichmäßige Muster drin habt, von der Breite und der Länge her, oder ihr nehmt so einen großen runden Ausstecher. Wie ihr das wollt, könnt ihr komplett selber gestalten. Viel Spaß dabei! Für unsere Füllung verwenden wir Zitronenmarmelade, was auch gut passen darf, war Orangen- oder Bohndickelmarmelade. Wenn ihr dann euch einen Polsterzipf alle gefüllt habt und die Enden gut angedrückt habt, dass die Marmelade nicht rauslaufen kann, fehlt nur noch ein bisschen Öl, mit dem die bepinselt werden und dann rein in den Ofen zum Fertigbacken. Wenn es dann fertig gebacken sind, lasst es 1 bis 2 Minuten heraus noch auskühlen, zum Schluss Staubzucker drüber und genießen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken, eine schöne Adventzeit, bleibt gesund, viel Spaß mit QimiQ. Ciao!